Yo, was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich was Cooles vor, und zwar habe ich diese Lampe hier gefunden und habe mir gedacht, cooles Projekt, muss ich auf jeden Fall gleich mal nachbauen. Ich bin gespannt, ob sie mir genauso gut gelingt. Ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Das Intro nehme ich auf, bevor ich mit dem Bau begonnen habe. Also ich nehme euch live mit. Vor allem, wenn ich sie danach flamme, wie das Ganze aussehen wird. Ich freue mich. Let's go. Also die Lampe besteht aus ganz vielen kleinen Leisten. Ich werde jetzt hierfür solche Balken benutzen. Die eignen sich ganz gut. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Ihr könnt allerdings auch die Latten aus dem Baumarkt benutzen. Die gehen genauso, auch wenn das jetzt unterschiedlich aussieht. Das später wird, ihr macht das ja alles dann rau später, dann wird es geflammt, dann sieht es genauso aus. Denke ich mal, aber ihr könnt auch das benutzen. Spielt keine Rolle. Als erstes werde ich das Ganze jetzt auf die richtige Länge erstmal ablängen. Bei mir sind es jetzt 20 cm. Dann hat der Balken auf der Längsseite eine Phase dran, das auf jeder Seite. Die brauche ich allerdings nicht, deswegen schneide ich mir auf beiden Seiten hier ein Stückchen ab, damit die weg sind. Wenn wir das haben, können wir die Leisten rausschneiden. Die Leisten sind 25 x 25 mm groß und ich habe bewusst das Ganze jetzt schon auf 20 cm abgelenkt vorhin, weil das Holz dann einfach kleiner ist, besser zum Bearbeiten, als wenn ich jetzt gleich so einen ganzen Balken habe, der 40 cm lang ist, und dann schiebe ich das Ganze durch. Deswegen schon davor abgelenkt. Und wie viel brauche ich jetzt? Ich habe 7 auf jeder Seite, also 7 mal 4 sind 28, plus 4 Eckteile, also 32 Stück. So, hier haben wir jetzt unsere 32 Leisten. Und jetzt müssen wir die irgendwie so aneinander leimen. Jetzt möchte ich die aber nicht stur zusammenleimen, sondern ich möchte mir gerne hier Löcher bohren. Und dann möchte ich mir hier einen Stab durchstecken, wo ich die dann alle auffädeln kann. Und dann halten die nochmal besser zusammen. So, außerdem kommen die Leisten ja nicht nur so zusammen, alle auf einer gleichen Höhe, sondern die sind immer so wieder versetzt. Und was auch noch dazu kommt, die bleiben nicht alle 20 cm lang, sondern ein, zwei Stück schneide ich auch ein bisschen kürzer. Dann sind die halt nur 15 cm oder so lang, damit es halt nicht alles so gleichmäßig aussieht. Dazu nehme ich mir jetzt erstmal so ein Seitenteil, 7 Klötze in der Mitte und 2 außen. Also nochmal, ich nehme mir 7 Leisten in der Mitte und 2 Außenteile. Und die lege ich jetzt erstmal hin, so wie ich es dann später haben möchte, mit diesem Versatz, so wie man das möchte. Wenn wir das dann haben, zeichnen wir uns an, welche Leisten wir noch kürzer haben möchten. Und wenn das dann ist, dann zeichnen wir uns einmal eine Linie durch die Mitte einfach. So Pi mal Daumen, einfach durch. Und dann nehmen wir uns jede einzelne Leiste und zeichnen uns da die Mitte von dem Brett an, also die Hälfte von 25 mm. Wenn wir das nun auch geschafft haben, bohren wir bei jeder Leiste einmal komplett durch. Jetzt passt es aber auf, bei den Seitenteilen bohrt ihr nicht komplett durch, weil wir wollen ja später das Loch nicht sehen von der Außenseite. Deswegen bohren wir hier nur bis zur Hälfte. So, jetzt haben wir hier unsere Leisten mit den Löchern drin. Wichtig ist natürlich, dass ihr das Ganze auch nummeriert, damit ihr das später wisst, wie rum alles war. Genau, und jetzt verbinden wir dieses Ganze. Dazu habe ich jetzt hier einfach wie nennt man das, ein Vierkantholz. Ja, auch halt so eine ganz dünne Leiste. Das sind die Leisten von den Feuerwerksraketen. Ihr könnt natürlich auch einen Rundstab benutzen, aber man kann ein bisschen was recyceln, deswegen sowas. Jetzt ist es allerdings viereckig und wir möchten ja, dass es ein bisschen hält. Ich habe aber runde Löcher. Und jetzt bin ich einfach mit dem Hobel über die Kanten kurz gegangen. Dann ist es nämlich ein bisschen runder geworden und ich kriege das super jetzt hier in die Löcher rein. Macht es das nicht zu locker, macht es aber auch nicht zu fest, weil der Leim muss auch noch irgendwo hin, sonst hält es das später gar nicht. Genau, und dann kann man die jetzt hier so einfach auffädeln. Alle so nacheinander rein. So, und dann haben wir jetzt hier schon mal unsere erste Seitenwand. Und das verleihen wir jetzt einfach. Und wir verleihen ja jetzt nicht nur die Leiste, sondern auch die Flächen. Deswegen zeichne ich mir jetzt hier unter anderem einfach mal
die Flächen an. Ne? Das hat einfach den Vorteil, dass ich dann später sehe, bis wohin ich den Leim schmieren muss. Und dann ist nicht hier oben Leim und den muss ich später dann abwischen. Dann habe ich es ein bisschen einfacher. Dann kommt in die Löcher kommt ein bisschen Leim rein und einfach hier außen noch. Das verteilt sich dann später eh von selber. Da rein und da rein. Genau. So, und dann fädeln wir das ganze Zeug einfach auf. Dann machen wir jetzt hier einfach noch Zwingen hin, dass das auch hält. Genau, und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn jetzt wie bei mir die alle unterschiedlich hoch sind, also dass die Oberfläche nicht plan ist. Das macht überhaupt nicht. Das ist nämlich sehr, sehr gut sogar, weil der Look, der soll extra so sein, dass das ein bisschen ungleichmäßig ist. Das sieht dann einfach schöner aus. Jetzt mache ich die restlichen 3 Seiten. Die restlichen 3 Seitenteile mache ich jetzt auch noch. Allerdings werde ich die alle einzeln zusammen verleimen. Wie das, damit ich dann 4 Teile habe. Das hat nämlich dann 2 Vorteile. Ich kann das später einfacher nachbearbeiten, zum Schleifen und so weiter. Und erst ganz zum Schluss werden wir die alle dann miteinander verbinden. Außerdem muss natürlich auf der Seitenwand, jetzt bei diesen Seitenteilen, müssen wir hier auch noch bis zur Hälfte einmal reinbohren, damit dann die nächste Seitenwand hier dran kommt. Das muss man natürlich bedenken. Außerdem haben 2 Seitenteile nur 7 Leisten und keine 9. Deswegen bei 2 Seiten muss man dann komplett durchbohren. Da müsst ihr dann auf der Seite nicht bis zur Hälfte. Das sind dann die da bis zur Hälfte, die ihr schon dran geleimt habt. Und ansonsten sind die Schritte gleich. Und das mache ich jetzt mal kurz. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus, wenn das Ganze verleimt ist. Das ist jetzt ein Seitenteil. Jetzt können wir das Ganze mal zusammenstecken. Natürlich immer wichtig, alles schön markieren, damit es dann später auch wieder zusammenpasst. Sonst passt es entweder nicht oder ihr sucht später Stunden die richtige Richtung. So. So sieht das jetzt aus. Da. Seht ihr es? Genau. Und was ich auch noch machen muss, ist irgendeinen Halter zu bauen für die Lampe. Ich halte es euch mal so ein Seitenteil hin. Die Lampe wird dann später so drin hängen. Und damit die Außenwand, diese Umhausung auch gehalten wird, muss ich mir irgendwie einen Halter bauen, dass die Lampe hier drin hält. An der Lampe irgendwie das Gehäuse festhängt und damit ich dann halt hier oben an der Decke das dann Ganze aufhängen kann. Ich habe eine Idee, ob es funktioniert, weiß ich nicht. In der Idee ist auf jeden Fall, oder im Kopf ist auf jeden Fall, sieht es gut aus, deswegen würde ich mal sagen, bauen wir einfach mal drauf los.
Hi, ich komme aus der Zukunft. Die Haare sind jetzt auch endlich wieder kurz, aber darum soll es gar nicht gehen. Und zwar geht es um das Ding, was wir gerade gebaut haben. Kompletter Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Das brauchen wir gar nicht. Denn das sollte eigentlich die Halterung werden für die Lampe. Allerdings muss die Lampe gar nicht, also die Glühbirne gar nicht gehalten werden, wurde mir vorhin gesagt. Sondern das wird ein bisschen anders. Also ich werde es ein bisschen anders bauen. Cooler, weil, schaut euch das Ding an, das ist reinster Blödsinn. Das ist mir auch schon gebrochen hier ein paar Mal. Das habe ich dann wieder zusammengeklebt. Das sieht so schlecht aus, deswegen bin ich froh, dass ich das nicht brauche. Das kommt weg. Und dann machen wir jetzt weiter. Gut, jetzt haben wir erstmal soweit alles fertig. Und jetzt müssen wir uns um die Oberfläche kümmern. Ich möchte das einmal gerne so ein bisschen älter aussehen lassen, das Holz. Ein bisschen Struktur soll das Ganze bekommen. Und ich möchte das Ganze dann noch flambieren. Dann sieht es auch ein bisschen cooler aus, nicht so fad. Und durch das Flambieren kommt auch ein bisschen die Struktur hervor, aber halt nur, wenn ich es halt ein bisschen nachbearbeite. Und jetzt würde ich eigentlich so blende euch das jetzt hier einmal ein, wie nennt man das jetzt, eine Drahtbürste verwenden, was man auf dem Akkuschrauber zum Beispiel drauf macht. Und dann kann ich damit über die Oberfläche gehen. Das würde ich benutzen, wenn ich es hätte, habe ich aber nicht. Und mit der würde man halt wirklich Material richtig abnehmen. Hier wirklich das Ganze dass Ausrisse entstehen, wirklich tief, also richtige Kerben reinbekommen. Ich muss das Ganze aber jetzt ein bisschen anders machen, weil ich es ja wie gesagt nicht habe. Ich benutze jetzt eine Raspel. Mit der Raspel werde ich einfach mal schauen, wie ich das Ganze mache. Ich habe es selbst noch nie gemacht. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe es jetzt gerade schon mal ausprobiert. In eine Faserrichtung geht es natürlich nicht. Ein bisschen schräg zur Faser wird es nicht so cool. Ich mache das tatsächlich quer zur Faser. Und falls Ausrisse entstehen, das möchte ich. Es soll natürlich nicht zu starke sein. An den Kanten natürlich kann man hier schön rumraspeln, dass das schön Ausrisse ergibt und so. Und danach werde ich einfach mit so einer Drahtbürste drüber gehen. Ich weiß, ich habe jetzt so eine. Ich habe euch übrigens diese Runddrahtbürste und so eine Drahtbürste in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr mal auschecken. Ich benutze jetzt so eine. Die benutze ich immer, um die Raspeln und die Fallen sauber zu machen. Die sieht nicht mehr so ganz gut aus, wird ein bisschen vernachlässigt. Ich weiß allerdings nicht, ob man so eine benutzt. Was ich jetzt immer in den Videos gesehen habe, die benutzen alle so eine mit so goldenen Bürsten. Das sind dann Messingdrahtbürsten. Ob das Messing ist, weiß ich nicht. Also von der Farbe sieht es nicht aus. Ich glaube eher, es ist kein Messing. Ich weiß nicht, ob das nur mit Messing geht. Ich werde es mit der machen. Einfach so ein bisschen drüber gehen dann. Und dann hole ich nochmal die Fasern raus. Die kaputten, also die lockeren. Und man bekommt das Ganze nochmal ein bisschen Struktur. Das ist jetzt die bearbeitete Fläche, das ist eine unbearbeitete. Ihr werdet das Ganze jetzt nicht richtig sehen auf der Kamera wahrscheinlich. Allerdings, ich zeige es euch vielleicht mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob man einen Unterschied merkt. Die Kanten werdet ihr vielleicht sehen. Hier, die habe ich alle so ein bisschen mit der Raspel drüber. Das geht halt ziemlich gut, weil die ja grob ist. Dann kann man es ein bisschen Ausrisse entstehen lassen. Ein bisschen rau ist es. Ich weiß nicht, ob es mit der Drahtbürste besser gegangen wäre. Ich glaube schon, weil man halt wirklich Material abnimmt. Allerdings glaube ich, das geht auch so. Ich werde das Ganze jetzt einfach dann bei den anderen auch noch machen und dann können wir das Ganze flambieren. Also den Halter brauchen wir ja nicht mehr, die Löcher somit auch nicht mehr. Deswegen kommt mein Lieblingszeug wieder zum Einsatz, Sägespäne und Holzleim, und dann kitten wir das einfach mal zu. Ja, jetzt aber können wir das Ganze endlich flammen. Ich habe das jetzt hier, das ist ja zugespachtelt jetzt, abgeschliffen. Ich habe das Ganze jetzt auch schon mal getestet, das Flammen. Das sind meine ersten 2 Versuche. Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Schwer ist es auch überhaupt nicht. Einfach nur die Flamme hinhalten, bisschen warten, bis es bräunlich wird, schwarz wird und dann halt immer in gleichmäßigen Zügen drüber gehen und nicht zu lange auf einer Stelle bleiben, sonst verbrennt es euch. Das ist jetzt zum Beispiel etwas dunkler. Hier ist es ein bisschen heller.
Ich werde das Ganze, weiß ich noch nicht, wie ich das Ganze mache, das werde ich dann gleich sehen. Aber ich werde oben ein bisschen dunkler, dann wird es so ins Helle überlaufen und wieder ins Dunkle. Genau. Jetzt gehen wir aber raus dazu, das mache ich ganz sicher nicht hier in der Werkstatt. So, halb erfroren bin ich wieder zurück. Wir hatten so 5 Grad. So sieht das Ganze jetzt aus. Sieht richtig, richtig cool aus. So von unten. Also ich bin mega zufrieden. Habe jetzt so eine halbe Stunde gebraucht für das Ganze. Genau, und jetzt können wir das eigentlich echt schon zusammenleimen mal. Das Ganze ist jetzt trocken. Da ist es, das Schmuckstück. Schaut euch das an. Ey, sieht echt cool aus. Mit diesen Übergängen, dass das hier überall ungleichmäßig ist. Jetzt sind meine Hände schwarz. Mann. Sieht echt geil aus. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie rum es eigentlich war. So rum machen wir es. Das machen wir nach oben. Kommt das so? So hängen wir es hin. Genau. Und jetzt müssen wir halt irgendwo... Meine Hände sind schwarz, Mann. Jetzt müssen wir das Ganze mit so Schnüren, die müssen noch irgendwie nach oben gehen. Und dafür benutze ich jetzt solche Dinger. Die werde ich mir jetzt hier ausrichten auf den 2 Seiten. Kommen jeweils 2 Stück hin. Ich mache nicht auf jede Seite 1, sondern nur auf diesen 2 Seiten 2 Stück. Einmal hier hinten und einmal hier vorne. So ein bisschen weit unten, das muss ich noch gleich gucken, wie weit. Die nagel ich dann jetzt einfach fest. Und dann passt es. Yeah, here we are! Schaut euch das gute Ding an. Es ist einfach nur der Hammer geworden. Ich habe die Schnüre jetzt dran gemacht. Allerdings nicht gefilmt, weil das war ein ziemlich großer Akt. Ich blende euch das jetzt in Nahaufnahme ein. Hier haben wir die Schnüre, die habe ich jetzt einfach an einem Karabinerhaken oben festgemacht, dann einfach mit einer Kette oben befestigt. Wie man das im Endeffekt dann alles macht, ist jedem ja selbst überlassen. Ich werde das auf jeden Fall noch richtig gut abändern, schöner machen. Das ist jetzt nur erstmal provisorisch, auch mit der Lampe, die hängt jetzt da erstmal nur so provisorisch drin. Allerdings wird die Lampe auch nur drin hängen, die wird halt oben noch besser festgemacht. Aber das ist der Sinn, die hängt einfach nur hier mittig drinnen. Ja, ansonsten, wenn übrigens noch jemand einen Tipp hat, wie ich das Ganze nochmal behandeln kann, weil wenn ich das anfasse, dann kommt der ganze Ruß ab und meine Hände sind schwarz. Ich kenne mich damit, wie gesagt, nicht aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt vielleicht noch irgendwie nachbehandeln muss, ölen oder mit irgendeinem speziellen Mittel, dass es dann nicht mehr abfärbt. Genau, also wer was weiß, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Genau, jetzt schalte ich mal ein. So ist eingeschalten. Jetzt mache ich noch das Licht aus. Ja, und so sieht das Ganze jetzt wirklich dann aus. Also ich bin begeistert. Also vom Look sieht es richtig cool aus. Und leuchten tut es auch sehr schön. Also ist richtig gemütlich. Genau. Wenn euch das Projekt jetzt gefallen hat, dann lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Wie findet ihr das Ganze? Oder gibt es einfach nur mal dem Video einen Daumen nach oben da? Dann weiß ich auch Bescheid, dass es euch gefallen hat. Ja, mir hat das Projekt wieder sehr viel Spaß gemacht, wie jedes Mal natürlich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.